Puh, 7 Seiten Skript. Ganbatte ne? Hai, ganbarimasu. Seid mal ehrlich, ihr kennt auch so jemanden. Eine Person, die sich zur Stressreduktion regelmäßig zu Meditationsabenden begibt oder sich vielleicht sogar zu einem Wochenende der Stille in ein abgelegenes Kloster in den Bergen begibt. Zen ist in aller Munde und hat mittlerweile Einzug in die Welt der westlichen New Age-Esoteriker gehalten. Ähnlich wie Yoga, Tai Chi oder Qigong dies vor vielen Jahren bereits vorgemacht haben. Aber genauso wie Tai Chi eigentlich eine Kampfkunst ist und Qigong lediglich die dafür unterstützenden Übungen, das heißt Kräftigung, Flexibilität darstellen, hat Zen mit Wellness aber mal so überhaupt gar nichts zu tun. Und was hat das eigentlich mit Japan und einer Gesellschaft zu tun, für die Perfektionismus quasi eine Art Lebensinhalt darstellt? Lasst es mich kurz sagen. Alles. Um das zu verstehen, müsst ihr dranbleiben, aber ich muss euch leider sagen, dass es diesmal nicht ganz so einfach und kurz wird wie sonst. Euch erwartet eine Videoreihe mit einem Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt und das ich schon viel länger in Angriff nehmen wollte. Das ist aber auch der Grund, warum ich mir dafür Zeit nehmen möchte. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich kann euch versprechen, es lohnt sich. Dass ich dafür Zeit brauche, ist tatsächlich aber auch der Komplexität dieses Themas geschuldet. Ein Video mit 10 oder 15 Minuten reicht nicht mal im Ansatz aus, um die Thematik so abzuarbeiten, wie ich es gerne möchte, um dann am Ende auch meinen Standpunkt klar zu machen. Und daher noch dazu kommt, dass ihr mittlerweile eine Aufmerksamkeitsspanne habt, die unter 3 Minuten... Nein, Spaß. Also der Punkt ist einfach der, ich will kein riesenlanges Mammutvideo machen, bei dem ihr bereits nach der Hälfte im Kopf ausgestiegen seid. Das bringt nichts. Sondern der Plan ist, eben wie angedeutet, eine Videoreihe zu machen, die vermutlich so 4 bis 5 Videos umfassen wird. Also ich hoffe, es werden 4 oder 5, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Von daher will ich jetzt auch noch gar keine Titel oder sowas ankündigen, weil es durchaus sein kann, dass ich beim Ausarbeiten bemerke, dass ich irgendwie irgendwo nochmal in eine Nebenstraße abbiegen muss. Im heutigen Video möchte ich mit euch einfach erstmal einen Begriff klären und mich outen. Oh mein Gott, was kommt denn jetzt? Eigentlich nichts Besonderes. Ich will euch damit eigentlich nur erklären, warum ich mich persönlich imstande fühle, euch etwas über das Thema zu erzählen. Also, ich bin Buddhist und praktiziere Zen. Soto Zen, um genau zu sein. Ich bin nur Schüler, ich bin kein Zen-Meister und ich habe keinesfalls die endgültige Wahrheit für mich gepachtet. Eigentlich weiß ich gar nichts. Und an dieser Stelle habt ihr gleich schon was über Zen gelernt. Zen ist nichts, es gibt nichts, es nimmt nichts und es führt zu nichts. So, nachdem ich jetzt alle verwirrt habe und genug Spannung aufgebaut habe, dass ihr alle jetzt auch definitiv dran bleibt, können wir jetzt zur Tat schreiten. Also, Zen. Das ist erstmal nichts weiter als die japanische oder eine japanische Ausprägung von Buddhismus. Und jetzt kommt als allererstes die Frage, was ist denn überhaupt Buddhismus? Buddhismus, das ist doch diese Religion, wo alle diesen Buddha, diesen kleinen, dicken Mann anbeten. Falsch. Buddha ist nämlich keine Person, sondern ein Zustand. Jeder kann ein Buddha sein. Du und sogar du. Ja, auch ihr könnt ein Buddha sein, ohne es zu wissen. Das ist übrigens ein ganz wichtiges Kriterium, also das mit dem Nichtwissen, aber dazu später mehr. Buddha, das ist Sanskrit und heißt übersetzt nichts weiter als der Erwachte. By the way, Sanskrit bezeichnet die ganzen verschiedenen Ausprägungen des Altindischen. Es gab in der Geschichte und gibt noch heute eine unzählige Anzahl verschiedener Buddhas. Die Lehre an sich geht aber auf den indischen Prinzen Siddhartha Gautama zurück, den allerersten Buddha. Und jetzt muss ich schon wieder reingrätschen. Denn Lehre ist das richtige Wort. Der Buddhismus zählt zwar heute zu den Weltreligionen, aber im Gegensatz zum Hinduismus oder den abrahamitischen Religionen beziehen sich die Glaubenssätze der meisten buddhistischen Schulen auf umfangreiche philosophisch-logische Überlegungen. Der Buddhismus ist keine Offenbarungsreligion. Er bezieht sich auf keine göttliche Schrift und es gibt keine zentrale Lehrinstanz, die irgendwelche Dogmen festsetzt. Das ist auch der Grund, warum der Buddhismus für mich persönlich keine Religion ist. Denn es gibt bei uns nichts Göttliches oder Übernatürliches. Den Füchsen unter euch
die sich schon mal ein bisschen mit Buddhismus beschäftigt haben, müsste jetzt das Wort Wiedergeburt im Kopf klingeln, in Verbindung mit der Frage, Moment mal, das ist doch irgendwas Übernatürliches. Nein, ist es tatsächlich nicht. Was das angeht, muss ich euch leider ein bisschen auf später vertrösten, weil sonst kommt ihr überhaupt nicht mehr mit. Also, Siddhartha Gautama war ein indischer Prinz, der mit 29 Jahren erkannte, dass Reichtum und Luxus nicht die Grundlage des Glücks sind. Er erkannte, dass Leid wie Alter, Krankheit, Tod und Schmerz untrennbar mit dem Leben verbunden ist. Und dann brach er auf, um die verschiedenen Religionslehren und Philosophien zu erforschen, um so die wahre Natur menschlichen Glücks zu erkunden. Er verbrachte dann 6 Jahre mit Askese, Meditation und Studien, bis er schließlich zur Erleuchtung bzw. dem Erwachen gelangte. Unter Erwachen verstehen wir im Buddhismus das Verständnis der Natur des eigenen Geistes und der Natur aller Dinge. Also ein universelles Verständnis vom Leben selbst. Dieses Erlebnis hatte er, als er meditierend unter einer Pappelfeige in Bodh Gaya, dem heutigen Nordindien, saß. Danach verbrachte er als Buddha den Rest seines Lebens mit der Unterweisung und Weitergabe der buddhistischen Lehre, dem Dharma. Der Buddha selbst sah sich weder als Gott noch als Überbringer einer göttlichen Lehre. Er stellte immer wieder klar, dass er die Lehre nicht durch irgendeine göttliche Offenbarung erhalten hatte, sondern durch eigene, langfristige, meditative Schau. Und dass diese Lehre für jeden zugänglich sei, der seiner Lehre und Methodik folgt. Deshalb kann jeder von euch Buddha werden. Kommen wir nun zur buddhistischen Lehre selbst. Ich versuche das jetzt so einfach und so simpel wie möglich runterzubrechen. Und ich hoffe wirklich, dass ich mich dabei jetzt nicht verrenne. Also, die buddhistische Lehre hat eigentlich nur ein Kernelement. Und zwar die Überwindung von Leid. Mit Leid meint der Buddhismus das Leben selbst. Denn von Geburt an sind wir Alter, Krankheit, Tod und Schmerz unterworfen. Also eigentlich dem Verlust von Dingen, die wir lieben. Dies empfinden wir als leidvoll, weil wir uns an diese Dinge festklammern. Im Buddhismus sprechen wir hier von Anhaftung. Ein Beispiel gefällig? Also, wenn wir uns in einen Menschen verlieben, ist das ja prinzipiell erstmal was Schönes. Aber wenn wir irgendjemanden lieben, schwingt im Hinterkopf immer die Angst davor mit, dass wir diese Person wieder verlieren. Das Witzige daran ist, dass wir definitiv wissen, dass wir diese Person verlieren werden. Nämlich, weil diese Person ebenfalls Alter, Krankheit und Tod unterworfen ist, genau wie wir selbst. Also entweder wird die Person, die wir lieben, irgendwann sterben oder ich werde sterben. Eins davon wird definitiv eintreten. Und obwohl wir das wissen, klammern wir uns trotzdem an dieser Person fest. Das heißt, wir akzeptieren eigentlich nicht, dass der Verlust irgendwann stattfinden wird. Und das ist es, was uns letztendlich Leid verursacht. Wir können nicht loslassen. Und das ist quasi mit allen Dingen so. Und hier sind wir schon bei der Grundlage der buddhistischen Lehre angekommen, den 4 edlen Wahrheiten. Diese werden gerne mal unterschiedlich interpretiert, weshalb ich mich an dieser Stelle auf die Definition der Deutschen Buddhistischen Union beziehe. Auch wenn ich jetzt kein Mitglied der Union bin, finde ich aber doch, dass die Definition so ist, dass sie dem Westler am ehesten zugänglich ist, weil sie nicht so abstrakt ist. Die erste Regel habt ihr eben schon kennengelernt. Das Leben im Daseinskreislauf ist letztendlich leidvoll, weil eben das Leben von Verlust geprägt ist. Ursachen des Leidens sind Gier, Hass und Verblendung. Das heißt, wir kleben an Dingen fest, die wir lieben, wir wollen immer mehr haben oder wir halten an eigenen Standpunkten fest und lassen keine anderen Perspektiven zu und so weiter und so weiter. Erlöschen die Ursachen, erlischt das Leiden. Logisch, oder? Zum Erlöschen des Leidens führt der edle 8-fache Pfad. Könnt ihr noch? Okay, wir haben es gleich, versprochen. Ich erspare euch jetzt, dass wir jetzt tief in den edlen 8-fachen Pfad einsteigen, weil da gibt es so viel Literatur drüber. Geht ins Internet, lest da selbst ein bisschen nach, weil wenn ich damit jetzt anfange, dann sind wir nächste Woche noch nicht fertig. Ganz simpel gesagt teilt sich der edle 8-fache Pfad in 3 Gruppen auf und regelt eigentlich nichts weiter, als wie man Buddhismus ausüben soll. In der ersten Gruppe, der Weisheitsgruppe, ist geregelt, dass ich die eben genannten Dinge erkenne und bereit sein soll, mich und mein Handeln beständig auf den Prüfstand zu stellen. Die Regeln der Sittlichkeitsgruppe verstehen wir mehr oder weniger als den Verzicht auf böse Taten, egal in welcher Form. Der letzte Teil ist die Vertiefungsgruppe. Diese regelt die Art und Weise der Übung, also zum Beispiel, wie ich meditieren soll.
Außerdem versteht man unter dieser Gruppe im weiteren Sinne das Vollführen von guten Taten. So, jetzt raucht euer Kopf, oder? Deshalb ziehe ich an dieser Stelle jetzt auch mal die Bremse und fasse es mal so ein bisschen mit eigenen Worten zusammen. Buddhismus ist eigentlich nichts weiter als eine philosophische Disziplin, die euch beständig dazu anhält, euer eigenes Handeln zu reflektieren. Also mal einen Schritt zur Seite zu treten und zu gucken, was mache ich denn da eigentlich gerade? Wenn euch auf Deutsch gesagt Scheiße passiert, dann liegt das in der Regel daran, dass ihr euch selbst oder ein anderer aufgrund von Gier, Hass oder Verblendung wie ein Arschloch verhalten habt. Ja, auch wenn ihr euch scheiße verhaltet, fällt das früher oder später wieder auf euch zurück. Genauso wie jede gute Tat wieder auf euch zurückfällt. Das nennen wir im Buddhismus Karma. Wobei der Begriff Karma jetzt nicht als universelles Ursache-Wirkungsprinzip verstanden werden darf. Nehmt das einfach mal so hin, weil wenn ich das jetzt auch noch ausschmücke, dann führt das auch wieder zu weit. Nehmt es einfach erstmal an der Stelle so hin. Buddhismus ist eigentlich nichts anderes als, was du nicht willst, dass man dir tut, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und um das hinzubekommen, müssen wir eben Gier, Hass und Verblendung überwinden. Und damit unser Ego, das immer mehr will und nicht loslassen kann. So, das waren jetzt die absoluten Basics. Ich hoffe, ich habe es geschafft, das irgendwie so rüberzubringen, dass man das einigermaßen verstanden hat, auch wenn man sich selbst mit der Thematik noch nie beschäftigt hat. Wenn ihr noch Fragen habt, dann lasst mir doch einfach unten einen Kommentar da. Ich versuche die Frage, so gut es mir möglich ist, zu beantworten. Aber wie gesagt, ich bin kein Lehrer, ich übe selbst noch und ich versuche einfach irgendwie drauf einzugehen. Ihr könnt mir natürlich auch gerne auf Twitter oder Instagram folgen, beziehungsweise auch auf Twitter eine Frage posten. Gar kein Problem, dann können wir auch dort weiter diskutieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Oh, ihr wisst jetzt aber ja immer noch nicht, was Zen ist, ne? Dazu im nächsten Video mehr. Um informiert zu werden, wenn dieses Video kommt, lasst mir doch bitte ein Abo da und vergesst dabei auch nicht auf die Glocke zu hauen, damit ihr informiert werdet, wenn das Video da ist. Ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt, sein Ego will Abos. Also, bis nächste Woche. Matane!